Wir benötigen Filzstoff in unterschiedlichen Farben, Textilkleber, Stoffband, eine Schere, Schneiderkreide, optional Stickgarn, Nadel und Faden, Stecknadeln und Klettverschluss. Als erstes schneiden wir uns eine Schablone zurecht. Die Länge ist abhängig vom Kopfumfang des Kindes. Meine misst 50 cm und ich habe insgesamt 7 Zacken gemacht. Das heißt, ich habe 50 cm geteilt durch 7 gerechnet und kam dann auf 7,1 cm. Die Schablone misst an der höchsten Stelle 12 cm und an der niedrigsten 9 cm. Wir legen uns dann die Schablone auf unseren Filzstoff, neben uns die Schneiderkreide und zeichnen uns den Umriss auf. Und dann wird das Ganze einfach ausgeschnitten. Wenn wir uns das Ganze nun zweimal ausgeschnitten haben, einmal für die Vorder- und einmal für die Rückseite, legen wir uns das Ganze aufeinander. Und anstatt das jetzt einfach so zusammenzunähen, formen wir schon mal einen Kreis, weil sich dann der Innenteil ein bisschen verrückt und wir das dann alles noch mal ein bisschen besser positionieren können, damit am Ende wirklich alles ganz bündig aufeinander liegt. Dann stecken wir uns alles mit Stecknadeln fest. Wenn der Innenstoff jetzt noch an manchen Stellen etwas übersteht, können wir ihn noch abschneiden. Im Folgenden werde ich jetzt beide Stoffe auf der Seite der Zacken zusammennähen. Man kann das aber auch erst machen, wenn alle Motive aufgenäht sind. Ich werde jetzt erstmal die Nadel durch den Außenstoff führen und erstmal einen ganz normalen Stich von hinten nach vorne machen. Und dann mache ich weiter mit Schlingenstichen. Und zwar führe ich die Nadel immer von hinten nach vorne durch beide Stoffe. Und bevor ich das Ganze ganz zuziehe, gehe ich nochmal mit der Nadel durch die Schlinge durch und ziehe es dann zu. Hier sieht man das nochmal ein bisschen genauer. Also ich gehe durch den Stoff und führe die Nadel nochmal durch die Schlinge, sodass sich ganz gerade Stiche ergeben. An der Seite habe ich das Stoffband zwischen beiden Stoffen befestigt mit einer Stecknadel und gehe jetzt mit der Nadel mit einem ganz geraden Stich darüber. Und um sicher zu gehen, dass das wirklich hält, kann man da auch doppelt und dreifach nochmal drüber nähen. Die Krone ist jetzt an den Zacken zusammengenäht und unten noch offen. Das ist auch ganz wichtig, damit wir die Motive noch da drauf nähen können. Und jetzt nehme ich mir den Klettverschluss und schneide mir da einen kleinen Streifen ab. Dann klebe ich mir den Streifen erstmal auf. Und dann nehme ich Nadel und Faden und nähe den Klettverschluss einfach an.
Als nächstes nehme ich mir einen dunklen Stoff und schneide erstmal einen Kreis aus. Und dann nehme ich einen helleren Stoff und schneide mir einen kleineren Kreis zurecht und schaue, ob das gut passt. Und dann nehme ich nochmal eine andere Farbe und schneide mir hier eine 3 aus. Also einfach die entsprechende Zahl, je nachdem, wie alt euer Kind wird. Wenn dann alles gut passt, nehme ich mir erstmal das entsprechende Gegenstück vom Klettverschluss und schneide mir da einen Streifen ab und klebe mir das auf den dunklen Kreis. Das wird dann auch wieder festgenäht. Als nächstes nehme ich die 3 und befestige sie mir erstmal mit Stecknadeln an dem unteren Stoff. Und dann nehme ich Nadel und Faden. Ich nehme hier einen roten, weil ich möchte, dass man die Stiche auch gut sieht. Und nehme mir die 3 fest, indem ich einfach so ganz normale Stiche mache, die immer gerade sind. Wenn das dann gemacht ist, nehme ich mir meinen schwarzen Stoff und lege mir die 3 so, dass der Klettverschluss waagerecht ist und nähe dann die beiden Stoffe fest, nachdem ich das Ganze erstmal mit Stecknadeln befestigt habe. Jetzt ist alles befestigt und man kann die 3 festkletten. Als nächstes schneiden wir uns die Motive zurecht. Ich habe mich hier für einen Schmetterling entschieden und da habe ich mir auch unterschiedliche Schichten in verschiedenen Farben zurechtgeschnitten und nähe dann immer die unteren Schichten zuerst zusammen und arbeite mich dann nach oben und mache da auch ganz normale gerade Stiche wieder. Dann kommt die nächste Schicht dran und die nähe ich mir genauso wie eben an den unteren Stoff an. Nach diesem Prinzip geht es dann immer so weiter. Wenn dann alles soweit zusammengenäht ist, positioniere ich mir meinen Schmetterling da, wo ich ihn haben möchte.
Und dann kann man sich das Ganze mit Stecknadeln feststecken oder man nimmt einfach seinen Textilkleber und klebt es fest. Und dann wird alles wie gewohnt festgenäht. Als nächstes möchte ich eine kleine Blume ausschneiden. Das heißt, ich schneide mir erstmal einen kleinen Kreis zurecht. Der muss jetzt auch nicht unbedingt kreisrund sein. Und dann schneide ich mir wellenförmig eine Spirale zurecht. Und diese Spirale drehe ich mir dann von innen nach außen ein, bis es die gewünschte Größe erreicht hat. Den Rest schneide ich ab. Und dann nehme ich mir Nadel und Faden und nähe mir das Ganze erstmal auf der Rückseite zusammen. Im nächsten Schritt wird die Blüte dann an die Krone angenäht. Und dann mache ich noch so einen Knötchenstich, das heißt, ich wickel das Garn dreimal um die Nadel und steche dann von oben nach unten die Nadel in den Stoff und dann bildet sich so ein kleines Knötchen. Wenn dann alle Motive angenäht sind, müssen wir nur noch die untere Kante der beiden Stoffe zusammennähen. Und das machen wir wie gehabt mit dem Schlingstich. Und wenn wir das gemacht haben, sind wir auch schon fertig.